Haben Sie es auch gelesen? Friedrich Merz hat sich im Spiegel-Interview beklagt, kein Bundeskanzler vor mir hat so etwas ertragen müssen. Was für eine weinerliche Selbstbezogenheit eines Menschen, der dabei ist, Deutschland zu ruinieren. Wie zur Bestätigung sagte jetzt sogar SPD-Fraktionschef Matthias Miersch, Merz sei viel zu impulsiv, unberechenbar und nicht in der Lage, die Regierung zusammenzuhalten. Zitat, so kann man kein Kanzleramt führen. Genauso sieht es aus, und zwar auch, was die Zerstrittenheit dieser schwarz-roten Koalition betrifft. Nein, Merz muss uns nicht leid tun, Deutschland muss uns leid tun. Wer meinte, Merkel und Scholz waren an Inkompetenz und Fehlentscheidungen nicht mehr zu toppen, den will Merz offenbar eines Schlechteren belehren. Er beschleunigt noch den deutschen Niedergang, den seine Amtsvorgänger in Gang gesetzt haben, anstatt ihn, wie versprochen, zu stoppen. Selbst CDU-Politiker wie Christian von Stetten geben inzwischen zu, diese Koalition hält keine 4 Jahre. Ohne radikale Reformen, und die sind nicht in Sicht, liegt sie bald in Trümmern. Merz hat alles verraten, wofür er in der Bundestagswahl angetreten ist. Statt einer klaren Wende in der Migrations-, Wirtschafts- und Energiepolitik ist er aus kurzsichtigem Machtkalkül in die Falle der GroKo gegangen und hat den letzten konservativen Rest der CDU an den Sozialismus verkauft. Finanzminister Lars Klingbeil, SPD, treibt eine irrsinnige Schuldenorgie. Für den Haushalt 2027 plant er eine Milliarden-Neuverschuldung, vor allem für Klimaneutralität und Verteidigung. Sogar Wirtschaftsexperten vom IFO-Institut und der Bundesrechnungshof warnen eindringlich, die Zinslasten explodieren, die Spielräume für die kommenden Generationen schrumpfen und die Schuldenbremse ist nur noch eine Farce. Man darf der Antifa eben nicht das Finanzministerium überlassen. Ich frage mich immer, wie können diese Leute noch ruhig schlafen bei den Schäden, die sie dem Land und seinen Bürgern täglich zufügen? Erkennen sie nicht, dass niemand anderer als sie selbst verantwortlich ist für Deindustrialisierung, Verlust hunderttausender Arbeitsplätze, Zerstörung der inneren Sicherheit durch Migrantenkriminalität? Wenn man Merz nach dem Schuldigen fragt, dann zeigt er regelmäßig auf das Volk. Es sei zu bequem, solle mehr arbeiten, mehr Optimismus zeigen. Mehr Dreistigkeit und Verhöhnung der Bürger ist eigentlich kaum denkbar. Und da ich hier in Straßburg bin, möchte ich auch erwähnen, dieser Niedergang Deutschlands hat fatale Folgen für ganz Europa. Das dank der CDU in linksgrüner Ideologie einzementierte Deutschland hält die EU unnötigerweise auf einem radikalen Klimakurs, schädigt damit Wirtschaft und Wohlstand in ganz Europa und sorgt auch dafür, dass die unsägliche Kommissionspräsidentin von der Leyen, die längst untragbar geworden ist, weiter ihr Unwesen treiben kann. CDU-Politiker wie von Stetten mögen jetzt von einer CDU-Minderheitsregierung fantasieren, aber eines ist sonnenklar. Aus diesem Jammertal führt nur eine Kraft heraus, die AfD. Mit unserem klaren Willen zu einer echten Wende in der Migrationspolitik, zu ideologiefreier Energiepolitik und einer souveränen deutschen Interessenpolitik. Der katastrophale Linkstrend muss gestoppt werden. Die CDU hat dabei versagt. Deutschland und Europa brauchen jetzt eine Alternative.